Argentinien, das zwischen den majestätischen Anden in Chile und den Weiten des Atlantischen Ozeans liegt, trägt mit Stolz den Titel des 8. größten Landes der Welt. Es verfügt über eine außergewöhnlich vielfältige und weitläufige Landschaft, die zu jeder Jahreszeit voller Leben ist. Hinter dieser malerischen Fassade verbirgt sich jedoch eine düsterere Realität. Die Schönheit der Naturwunder Argentiniens wird durch Abholzung und Umweltverschmutzung getrübt, die unter anderem durch die Ausweitung der Landwirtschaft und der Weideflächen für die Lebensmittelindustrie verursacht werden. Die Struktur der argentinischen Gesellschaft selbst ist ebenso bedroht wie die Umwelt, da die Korruption tief in der Wirtschaft dieses Landes verwurzelt ist. In Argentinien liegt die Kriminalitätsrate weit über dem weltweiten Durchschnitt und das Land steht weltweit an 9. Stelle, was die Zahl der Morde angeht. An einem lauen Abend im Juli 2024 lag eine bedrückende Stimmung über der Familie Guerra, denn ihre Tochter Catalina war verschwunden. Als der Mond hinter dem Horizont verschwand und die Sonne aufging, gab es immer noch keine Nachricht von ihr. Die Familie Guerra versuchte, die Hoffnung nicht aufzugeben, doch mit jeder Stunde verwandelte sich die Unruhe allmählich in Angst. Deshalb fassten sie gemeinsam einen Entschluss und gingen zur örtlichen Polizeistation, um das Verschwinden ihrer Tochter zu melden. Zu der Gruppe gehörten Catalinas engste Vertraute, darunter ihre Mutter Eleonora, ihr Vater Marcelo, ihre Schwester Lucia, ihr Freund Lázaro Ludueña und ihr Studienfreund Néstor. Sie berichteten, dass Catalina zuletzt am Vorabend gegen 21 Uhr gesehen worden war. Es wird berichtet, dass sie in guter Stimmung war und das Haus verlassen hatte, um sich mit Freunden zu treffen und im Einkaufszentrum Alma, einem beliebten Ort im Stadtzentrum, Bowling zu spielen. Bevor sie ging, schickte sie ihrem Freund Lázaro eine fröhliche Sprachnachricht, in der sie sagte, dass sie bald kommen würde und sich auf das Treffen mit ihm freue. Leider sollte es nicht dazu kommen, denn Catalina kam nie im Einkaufszentrum an. Tatsächlich war die Sprachnachricht, die sie ihm geschickt hatte, die letzte, die von ihr empfangen wurde. Die Stunden vergingen, die Nacht brach herein und ihre Angehörigen machten sich immer mehr Sorgen. Nicht nur Anrufe auf ihrem Handy blieben unbeantwortet, auch Nachrichten blieben ungelesen, was für Catalina, die immer erreichbar war, ungewöhnlich war. Genau in diesem Moment wandten sich ihre Freunde, die verwirrt und besorgt waren, an ihre Familie. Doch es stellte sich heraus, dass auch diese nichts mehr von ihr gehört hatten, seit sie das Haus verlassen hatte. Die Nacht zog sich hin, begleitet von Unruhe, rastlosen Wegen durch das Haus und stillen Gebeten. Bis zum Morgen hatte sich Catalina immer noch nicht gemeldet. Sie war nirgends zu sehen und es gab keine Nachricht, die ihre Abwesenheit erklärte. Gegen Mittag beschloss die Familie, zur Polizeiwache zu gehen. Kurz darauf schlossen sich Lázaro und Néstor der Familie an und ihre Anwesenheit war ein deutlicher Beweis nicht nur für die Liebe, sondern auch für die Sorge, die Catalina bei den Menschen um sie herum auslöste. Leider kam die Nachricht von Catalinas Verschwinden zeitgleich mit mehreren anderen beunruhigenden Gerüchten. Bewohner eines anderen Stadtteils riefen die Polizei an und meldeten eine unbekannte Person, die sich im Schatten versteckte. Bei Tagesanbruch bemerkten sie ein unbekanntes Auto am Straßenrand mit eingeschlagenen Fenstern. Die Anwesenden konnten nicht richtig erkennen, was sich im Inneren befand. Und sie wollten es auch gar nicht, denn das Auto war nicht nur beschädigt, sondern roch auch nach Rauch. Im Inneren erwartete sie eine schreckliche Überraschung. Catalina Guerra wurde 2003 als Tochter ihrer liebevollen Eltern Eleonora Villarroel und Marcelo Guerra geboren. Kurz nach ihrer Geburt zerbrach die vierköpfige Familie, zu der auch ihre ältere Schwester gehörte. Die Familie beschloss, sich am Rande von Córdoba niederzulassen, wo sie später ein warmes und gemütliches Zuhause aufbaute. Ihr Vater Marcelo war ein bekannter Architekt, was natürlich Kreativität und Ehrgeiz in ihr Zuhause brachte. Und ihre Mutter Eleonora widmete sich ganz der Erziehung ihrer beiden Töchter und sorgte dafür, dass sie ein sehr glückliches und harmonisches Leben führten. Catalina und Lucia waren unzertrennliche Schwestern. Sie waren dafür bekannt, dass sie nicht nur blutsverwandt, sondern auch seelenverwandt waren. Ihr Vater, der diese Verbundenheit aufrichtig und mit Stolz schätzte, sagte, dass seine Töchter eine göttliche Verbindung hätten und sich selten stritten. Auch Catalina stand ihrem Vater sehr nahe und teilte seine Leidenschaften. Vor allem waren das Musik und Reisen. Schon von klein auf brachte er ihr sogar das Gitarrenspiel bei.
Und diese Fähigkeit bereitete ihr während ihrer gesamten Jugend große Freude. Inspiriert von der Leidenschaft ihres Vaters für seinen Beruf, träumte Catalina davon, in seine Fußstapfen zu treten. Deshalb verwirklichte sie diesen Traum nach dem Schulabschluss und schrieb sich an der Universität von Córdoba im Fachbereich Architektur ein. Catalina war nicht nur eine begabte Studentin. Sie strahlte so sehr, dass es laut ihren Freunden eine Freude war, in ihrer Nähe zu sein. Ihr freundliches, lebensfrohes und selbstbewusstes Wesen machte sie absolut anziehend, und ihre Schönheit und ihr Charme strahlten weit über ihren engsten Kreis hinaus. Sie war in den sozialen Medien sehr beliebt, unter anderem auf Instagram und TikTok. Catalina teilte zahlreiche Fotos aus ihrem Leben, darunter ihre stilvollen Outfits, ihre Abenteuer in Córdoba, Reisen mit Freunden und Familie sowie unvergessliche Momente, die sie mit ihrer Schwester Lucia und natürlich mit ihrem Hund verbrachte. Ihre Inhalte fanden bei vielen Menschen Anklang, und mit 20 Jahren hatte sie mehr als 100.000 Follower auf Instagram und 35.000 Follower auf TikTok. Dank dieser Popularität im Internet fand sie auch Sponsoren unter lokalen Marken, die ihr nicht nur ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Geschäftswelt vermittelten, sondern auch finanzielle Unterstützung für ihr Studium. An der Universität knüpfte sie zudem viele neue Kontakte und erhielt neue Möglichkeiten, auch in der Liebe. Ungefähr zu dieser Zeit lernte sie einen Mann namens Lázaro kennen. Beide studierten Architektur und teilten einen tiefen christlichen Glauben. Catalina und Lázaro fanden schnell eine gemeinsame Sprache. Ihre Verbindung entwickelte sich auf natürliche Weise und bald wuchs ihre Beziehung zu einer großen Liebe heran. Bald waren sie ein offizielles Paar und allen um sie herum war klar, wie sehr sie ineinander verliebt waren. Ihre Liebe war offensichtlich und sie gingen sehr offen mit ihrer Beziehung um und teilten oft Fotos ihres gemeinsamen Lebens in den sozialen Netzwerken. Das Paar stand in ständigem Kontakt miteinander. In der Nacht, als die junge Frau verschwand, schickte sie ihm eine letzte Sprachnachricht. Sie war kurz, aber liebenswert und hinterließ bei ihm leider einen eiskalten Eindruck. Als bald klar wurde, dass Lázaro nicht nur ihr Partner war, sondern auch der Letzte, der mit ihr gesprochen hatte, wurde er zum Hauptverdächtigen. Sein Alibi war jedoch lückenlos, denn er war nicht nur mit Freunden im Einkaufszentrum, sondern dieses war zudem mit Überwachungskameras gespickt, sodass die Polizei ihn sehr schnell aus dem Verdacht entließ. Da Catalina volljährig war und seit ihrem Verschwinden erst 24 Stunden vergangen waren, wollte die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen, und so wurde ihr Fall in dieser Stadt, in der die Kriminalität dort hoch ist, ohne große Eile behandelt. Das gefiel ihrer Familie jedoch nicht, denn tief im Inneren wussten sie, dass sie ihre Angehörigen niemals im Ungewissen gelassen hätte. Deshalb beschlossen sie, eigene Ermittlungen anzustellen. Indem sie Catalinas Bewegungen in der Nacht ihres Verschwindens nachverfolgten, rekonstruierte die Familie die letzten Minuten vor ihrem Verschwinden. Nun wussten sie, dass sie mit einem silbernen Renault Clio von zu Hause weggefahren war und dann vorhatte, ihren Freund Néstor abzuholen, bevor sie zum Einkaufszentrum fuhr. Als ihre Mutter jedoch Néstor anrief, um zu fragen, wie es ihm ginge, sagte er ihr, dass Catalina gar nicht gekommen sei. Als er aus dem Fenster schaute, sah er nichts Ungewöhnliches in seiner ruhigen Wohnstraße und beschloss, sich am Morgen bei Lázaro zu melden, da ihm klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Zu diesem Zeitpunkt machte sich Lázaro bereits große Sorgen um seine Freundin, und die beiden begannen gemeinsam nach Catalina zu suchen. Doch leider fanden sie trotz all ihrer Bemühungen bis zum Mittag keine Spur von ihr. Sie schlossen sich ihrer Familie auf der Polizeiwache an, um Anzeige zu erstatten. Catalinas Schwester erzählte, dass sie sich aus Sicherheitsgründen immer telefonisch über ihren Aufenthaltsort informiert hätten. Als Lucy Catalinas iPhone überprüfte, stellte sie fest, dass es auf der Charles Street in einem Wohngebiet im Süden von Córdoba eingeschaltet war. Dies stimmte mit den Meldungen anderer Anwohner überein, die die Polizei angerufen hatten. Die Behörden teilten mit, dass in dieser Gegend in der vergangenen Nacht seltsame Personen gesehen worden seien und ein unbekanntes Auto aufgetaucht sei. Der Zusammenhang zwischen diesen Details schien zu offensichtlich, weshalb die Polizei beschloss, Ermittlungen aufzunehmen und herauszufinden, was mit diesem Auto nicht stimmte. Leider zerstörte das, was sie entdeckten, das Leben der Familie Guerra unwiderruflich. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, bemerkten sie einen silbernen Renault Clio, der am Straßenrand geparkt war.
Auf dem Rücksitz des Autos wurden die teilweise verkohlten Überreste einer jungen Frau gefunden. Das Opfer war Catalina. Es stellte sich heraus, dass das Feuer hastig und ziemlich ungeschickt gelegt worden war, da der größte Teil ihres Körpers unversehrt geblieben war. Anschließend wurde der Ort für die Ermittlungen abgesperrt und Catalinas Leichnam wurden zur Obduktion gebracht. Die Ergebnisse der Obduktion brachten die schreckliche Wahrheit ans Licht. Das Feuer war nicht die Todesursache, sondern lediglich ein Versuch, alle Spuren zu vernichten. Tatsächlich starb sie durch Ersticken. An ihrem Körper befanden sich zahlreiche körperliche Verletzungen, die darauf hindeuteten, dass sie einem brutalen Angriff ausgesetzt war. Nach der Entdeckung von Catalinas Leiche wurde der Fall vom vermissten Fall in eine Mordermittlung umgestuft. In diesem Zusammenhang stellten sich zwei zentrale Fragen. Wer war für ihren Mord verantwortlich und warum? Von diesem Zeitpunkt an identifizierten die Behörden schnell mehrere Hauptverdächtige, darunter ihren Freund Lazaro. Überwachungskameras und Zeugen schlossen ihn jedoch recht schnell als Verdächtigen aus. Die Behörden richteten ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Person, die sie gesehen haben sollte: Nesta. Und als die Ermittler erfuhren, dass er kein stichhaltiges Alibi hatte, beschlossen sie, tiefer zu graben. Es wurde erwartet, dass Catalina ihren Freund abholen würde, damit sie gemeinsam ins Einkaufszentrum gehen könnten. Er behauptet jedoch, dass die junge Frau nie bei ihm zu Hause angekommen sei. Das ist ziemlich interessant, um es milde auszudrücken, denn die Daten seines Mobiltelefons sprechen eine andere Sprache. Die Aufzeichnungen der Telefongespräche zeigten, dass er insgesamt 38 Minuten außerhalb seines Hauses oder in dessen Nähe verbracht hatte. Und als die Polizisten beschlossen, genauer hinzuschauen, stellten sie fest, dass Nesta mehrere Textnachrichten gelöscht hatte, was nicht gerade nach dem Verhalten eines Unschuldigen aussieht. Nestor Soto, Catalinas Freund, stammt aus der Region Bariloche in Argentinien, einem atemberaubenden Ort nahe der Grenze zu Chile. Nesta hatte einen wichtigen Schritt unternommen, um seinen Traum zu verwirklichen und Architektur zu studieren. Genau dieses Bestreben führte ihn schließlich in Catalinas Leben. Ihre sozialen Kreise kreuzten sich und schließlich wurden sie enge Freunde. Sie verstanden sich sehr gut, doch Catalina war bereits in einer festen Beziehung. Außerdem hatte sie nie romantisches Interesse an Nesta gezeigt. Ihre Beziehung war rein platonisch. Nesta war ein häufiger Gast in Catalinas Haus und verbrachte sogar viel Zeit mit ihrem Freund und ihrem Hund, sodass seine Grenzen klar abgesteckt waren. Er nahm an Familiengrillfesten teil, lernte mit Catalina und spielte mit dem Familienhund. Nach allen Anzeichen schien er also ein harmloser und zuvorkommender Freund zu sein. Catalinas Mutter bemerkte nichts Ungewöhnliches an ihm. In Wirklichkeit hegte Nesta jedoch tiefe Gefühle für sie, die weit über Freundschaft hinausgingen. Er war so besessen von Catalina, dass seine Bewunderung an Fantasie grenzte. Er ergriff jede Gelegenheit, Zeit mit ihr zu verbringen und kommunizierte oft mit ihr. Er war ständig in ihrem Online-Leben präsent und kommentierte bei jeder Gelegenheit zahlreiche Beiträge. Obwohl er äußerlich ihre Beziehung zu Lazaro respektierte, war es offensichtlich, dass seine unterdrückten Gefühle irgendwo nahe der Oberfläche brodelten, was beunruhigend war. Doch sobald Nesta ins Blickfeld der Ermittler geriet, tauchten einige beunruhigende Geschichten aus seiner Vergangenheit auf. Zum Beispiel erzählte seine ehemalige Klassenkameradin Candela von einer unangenehmen Begegnung mit ihm im Ferienlager, wo er nach einer Party versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Sie musste ihn körperlich von sich stoßen und ihn anschreien, nachdem er ihre Ablehnung nicht akzeptiert hatte. Eine andere Frau, die seine Ex-Freundin war, berichtete ebenfalls, dass Nesta während ihrer Beziehung besitzergreifend und sehr kontrollierend gewesen sei. Diese beiden Enthüllungen zeichneten ein beängstigendes Bild von einem Mann, der, wenn er nicht bekam, was er wollte, zu massiver Gewalt greifen konnte. Wenn er sich gegenüber einer Klassenkameradin in einer ungezwungenen Situation schon so aggressiv verhalten konnte, was hätte er dann erst mit jemand anderem gemacht, wenn er nicht bekam, was er wollte? Catalina hatte nie irgendwelche Bedenken bezüglich Nesta geäußert. Er war einfach einer ihrer engsten Freunde, dem sie vertraute und den sie in ihr Leben gelassen hatte. Diese Informationen sowie die Daten von seinem Handy reichten schließlich aus, um einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken und Nesta zu verhaften. Während die Hausdurchsuchung stattfand, wurde er zum Tod von Catalina befragt.
Im Laufe des Verhörs wurde völlig klar, dass er nicht lügen konnte. Seine Geschichte änderte sich ständig. Es war völlig offensichtlich, dass er nicht wusste, wie er mit dem Druck umgehen sollte. Und je mehr Fragen man ihm stellte, desto nervöser wurde er. Als er es schließlich nicht mehr aushielt, brach er in Tränen aus und murmelte, dass sie die Liebe seines Lebens gewesen sei. Darauf folgte ein schreckliches Geständnis. Ein Geständnis, das bei Catalinas Familie Abscheu gegenüber diesem Mann hervorrief, den sie einst als guten Freund angesehen hatten. Nesta befand sich in Gewahrsam und sagte aus, und es wurden zahlreiche Beweise gegen ihn gesammelt. Die Ermittler stellten eine ungefähre Chronologie der Ereignisse jener Nacht zusammen und kamen zu dem Schluss, dass Catalina das Haus der Familie gegen 21 Uhr verlassen und Nesta geschrieben hatte, dass sie bereits unterwegs sei. Nesta antwortete ihr zweimal und löschte anschließend den gesamten Chatverlauf, was ein Versuch war, seine Spuren zu verwischen. Als sie bei ihm zu Hause ankam, wartete Nesta bereits auf sie. Leider sind die genauen Details des Vorfalls bis heute unklar. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass er ihr, während das Auto vor seinem Haus stand, seine wahren romantischen Gefühle gestanden hat. Als Catalina ihn zurückwies, geriet er außer Kontrolle und die Situation eskalierte in Gewalt. Im Auto sitzend wurde sie von einem ihrer besten Freunde brutal angegriffen. Die vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass Nesta sie erwürgte und ihr anschließend mit einem stumpfen Gegenstand zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper zufügte. Trotz der Brutalität der Tat wies Catalinas Leiche keine Spuren von Selbstverteidigung auf, was darauf hindeutet, dass Catalina möglicherweise keine Gelegenheit hatte, sich zu wehren. Leider legte er, nachdem er ihr das Leben genommen hatte, Catalinas Leiche auf den Rücksitz des Autos und fuhr davon. Gegen 22:10 Uhr zeichnete eine Verkehrskamera auf, wie ein silberner Renault Clio die Valparaiso Avenue entlangfuhr. Dies ist die Hauptstraße zwischen Nestas Haus und dem Ort, an dem später das Auto und die Überreste der jungen Frau gefunden wurden. Anschließend fuhr er zur Pedro-Acha-Straße, wo er das Auto parkte, und versuchte, es in Brand zu setzen, um alle Spuren zu vernichten. Er beging einen schweren Fehler, indem er Catalinas Handy im Auto zurückließ. Später wurde dieses Handy genutzt, um ihren Aufenthaltsort zu ermitteln. Das Auto wurde in einem ungepflegten Zustand zurückgelassen, sodass ihre Leiche höchstwahrscheinlich recht schnell gefunden worden wäre. Um unschuldig zu wirken, rief Nesta Catalinas Mutter nur wenige Minuten, nachdem er ihre Tochter in Brand gesetzt hatte, an. Insgesamt tätigte er 8 Anrufe, in denen er behauptete, Catalina nicht gesehen zu haben, und so tat, als würde er aus dem Fenster schauen, um nach ihr zu suchen. Am nächsten Morgen schloss er sich sogar zusammen mit ihrem Freund Lazaro der Suche an und begleitete die Familie anschließend zur Polizeiwache. Als Catalinas Leiche gefunden wurde, tröstete Nesta ihre Familie, umarmte Eleonora und teilte sogar ihre Trauer, obwohl er wusste, dass er in Wirklichkeit der Grund für die Tragödie war. Dieses schrecklich berechnende Verhalten war ein kaltblütiger Versuch, den Verdacht von sich abzulenken und den Anschein zu wahren, er sei ein fürsorglicher Freund. Rückblickend lässt sich sagen, dass viele von Nestas Handlungen tatsächlich verdächtig wirkten. Zu jener Zeit reichten seine Täuschungsmanöver jedoch aus, um eine sofortige Entlarvung zu vermeiden. Das ganze Ausmaß seines Verrats wurde erst mit der Zeit offensichtlich. Im Laufe der Ermittlungen fanden die Polizisten ihren Ring, versteckt in seinem Schlafzimmer. Eine grausige Trophäe, die er nach dem Mord an seiner besten Freundin aufbewahrt hatte. Angesichts all dieser Beweise und Nestas anfänglichem Geständnis wurde er verhaftet und wegen Mordes unter erschwerenden Umständen angeklagt. Und obwohl sein anfängliches Geständnis als Beweismittel vorgelegt wurde, weigerte er sich, sobald das Gerichtsverfahren begann und er einen Anwalt erhielt, weitere Aussagen zu machen oder ein Geständnis abzulegen. Jetzt befindet sich Nesta weiterhin in Haft in Córdoba, wo er, wie zu erwarten war, häufig Drohungen von vielen anderen Häftlingen erhält. Angesichts seines jungen Alters und seiner schmächtigen Statur gilt er als ziemlich anfällig für Gewalt, Nötigung und andere Übergriffe im Gefängnisumfeld. Aus diesem Grund wird er von anderen Häftlingen ferngehalten. Nach einer weiteren Prüfung des Falls durch die Strafverfolgungsbehörden wurde der Anklage wegen Mordes unter erschwerenden Umständen, begangen durch Verrat, eine Anklage wegen geschlechtsspezifischer Gewalt hinzugefügt.
Nesta droht nun eine lebenslange Haftstrafe, was für ihn offensichtlich eine schlechte Nachricht ist. Es wird erwartet, dass die digitale Forensik Aufschluss über die Art seiner Beziehung zu Catalina geben wird, was die Entscheidung der Geschworenen erheblich beeinflussen könnte. Die Beziehung ist hier von entscheidender Bedeutung, da sie helfen kann, Nestas Motive zu klären und sogar festzustellen, ob der Angriff vorsätzlich war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gilt dieser Fall als klar. Sofern keine neuen und unerwarteten Beweise auftauchen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass dieser Prozess verschoben wird. Allerdings ist auch Nestas psychischer Zustand ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, was recht interessant ist, da er sich bisher geweigert hat, mit seinem Verteidigungsteam zusammenzuarbeiten. In dem Versuch, ihn zu verteidigen, erklärte seine Mutter, dass er sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand starken Stresses befunden habe. Berichten zufolge habe Nesta über seinen Anwalt tiefe Reue zum Ausdruck gebracht und sich auch bei Catalinas Familie entschuldigt. Wie zu erwarten war, hat dieser Fall ganz Argentinien erschüttert. Catalina und Nesta waren jung, intelligent und vielversprechend. Und die Tatsache, dass beide Leben zerstört wurden, hat das ganze Land wirklich schockiert. Es ist eine Geschichte, die auf ernüchternde Weise an die verheerenden Folgen nicht nur ungezügelter Emotionen, sondern auch versteckter, zwanghafter Gedanken erinnert. Der Fall ist noch nicht aufgeklärt. Catalinas Familie kann den Verlust ihrer Tochter immer noch nicht verkraften und ihr Leichnam befindet sich weiterhin in gerichtsmedizinischer Verwahrung, da sie als Beweismittel im Prozess gegen Nesta verwendet werden könnte. Catalinas Vater, der vor Kummer gebrochen ist, teilte seinen Schmerz mit Reportern. Er sagte: „Es tut mir weh. Ich verstehe das nicht. Das Einzige, was ich will, ist Gerechtigkeit, dass er bis ans Ende seines Lebens im Gefängnis bleibt, denn er verdient es nicht, in dieser Gesellschaft zu leben." Während das Gerichtsverfahren läuft, trauern Catalinas Freunde, Familie und Kollegen, ohne zu wissen, wie alles enden wird. Zu Beginn des neuen Semesters ehrten ihre Klassenkameraden ihr Andenken, indem sie ein Schild mit der Aufschrift „Hier sitzt Catalina" an ihren leeren Platz hängten. Unterdessen zollten Online-Fans, die von Catalina berührt worden waren, ihr Respekt und nannten sie einen armen Engel. Sie alle fordern Gerechtigkeit im Prozess gegen Nesta und erinnern an sie und daran, wie sie ihre Gemeinschaft geprägt hat. Für ihre Familie ist dieser Verlust zutiefst persönlich und spürbar. Sie erinnern sich an Catalina als eine lebensfrohe, großzügige und liebevolle junge Frau, eine vorbildliche Schülerin mit vielversprechender Zukunft. Sie war der Inbegriff von Glück, Güte und Musik und ihre Abwesenheit hinterließ eine unersetzliche Lücke in ihrem Alltag. Man kann nur hoffen, dass in Zukunft Gerechtigkeit walten wird. Es ist ganz offensichtlich, dass dieser tragische Tod viele Menschen im ganzen Land bewegt hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.